Ja, ich bin wieder am Start. Heute wollte ich eigentlich mein Motorrad waschen gehen, weil ich war ja beim Händler wegen meines kaputten Rücklichtes. Nicht Rücklicht, sondern Kennzeichenbeleuchtung. Und währenddessen sind die Straße am Aufbauen, weil wir neues Internet kriegen. Und die haben da mit so einer Kreissäge das aufgebunden, dann war das halt nass. Und da bin ich dann und musste ich halt durchfahren und dann ist einmal komplett hinten mein Heck nass, dreckig mit diesem Staubschmutzwasser bis ans Federbein. Wenn ich irgendwo mal anhalte, dann kann ich euch das zeigen. Also ich bin hier oben kurz angehalten. Das war hier alles dreckig bis zum Fahrwerk. Ja, und weiter geht's. So, jetzt habt ihr es kurz gesehen, wie dreckig das war. Ich habe es schon selber das Gröbste bisschen weggemacht. Das war sogar bis an mein Kennzeichen gespritzt. Obwohl ich bin da ganz langsam drüber gefahren. Und das war kurz bevor ich nach Hause kam. Und das war so schade. Die haben genau gerade angefangen, als ich zurückkam. Das war sowieso der größte Ärger daran. Aber da heute Sonntag ist, haben selbst diese SB-Waschparks, selbst die haben zu an einem Sonntag. Ist halt Deutschland. Sonntag wird nichts gemacht. Wir haben zwar auch einen Kercher und mein Vater hat auch einen Kercher, aber der ist im Urlaub. Das heißt, da könnte ich auch waschen, aber mache ich dann lieber mit dem zusammen, weil dann muss ich nicht alles alleine wieder sauber putzen, sondern er kann mir helfen. Und eigentlich ist das ja auch nicht so erlaubt, das selber zu machen. Autoputzen, Motorradputzen zu Hause, warum auch immer. Ja, das war eigentlich geplant für heute. Dann fahren wir hier einfach die Strecke. Bin ich zwar schon mal gefahren in einem meiner ersten Videos, aber da war hier noch wirklich, das war hier sehr kahl alles. Da war Anfang März, Ende Februar. Es war auf jeden Fall sehr kalt und nicht so grün wie jetzt. Ist halt noch so ein bisschen außerorts, aber innerorts. Heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme. So landschaftsmäßig. Aber man kann es da hinten vielleicht sehen. Da ist schön, oder geradeaus ist es so ein bisschen nebelig, diesig, wolkig. Die Sonne kommt halt nicht so richtig durch, aber es ist super warm. 23 Grad, es ist wärmer. Aber ich muss ehrlich sagen, meine neue Motorradkombi, ich habe jetzt sogar die Schlitze nicht mal auf, überhaupt nicht warm. Und ich war heute schon beim Sport, im Gym. Aber mir ist überhaupt nicht warm. Es ist wirklich richtig angenehm. Klar, ein bisschen schwitzt man immer, aber das kommt halt davon bei den Textilsachen. Das ist ja sozusagen wie eine Plastiktüte um dich rum. Die sind zwar luftdurchlässig, winddurchlässig, aber du schwitzt halt trotzdem immer ein bisschen. Was gibt's sonst zu erzählen? Kennzeichenbeleuchtung ist wieder heile. Ich hätte da im letzten Video war es auch eigentlich eine Hin- und Rückfahrt. Nur war ich wieder so klug. Ich habe ja den Mikrofonadapter. Der war nicht hundertprozentig verbunden mit dem Kabel, mit dem Mikrofonkabel. Und dann nimmt er die Audio nicht auf. Ja, deswegen, vielleicht habe ich was von der Rückfahrt reingeschnitten oder mit Musik. Oder wenn es das nicht auf YouTube gibt, dann habe ich da auf TikTok was hochgeladen. Wenn ihr es noch nicht macht, folgt mir da. Klickt auf meinen Linktree, da sind alle wichtigen Links. Ach ja, die Brems- und Kupplungshebel habe ich auch endlich bestellt. Das dauert wahrscheinlich noch etwas, bis die ankommen, weil die aus Luxemburg kommen. Und die werde ich dann umbauen mit meinem Vater, sobald der zurück ist, Zeit hat. Oh, hier wäre Sprit sogar nochmal 2 Cent billiger gewesen, als da, wo ich getankt habe. Aber ja, die baue ich dann auch mit dem um. Und da verspreche ich, wenn ich es nicht vergesse, eigentlich sollte ich nicht sagen, ich verspreche es. Aber ich werde es mir aufschreiben, dass ich davon dann ein Video mache, während wir da was umbauen. Also zumindest was aufnehme. Halleluja! Nicht so wie bei den Spiegeln, ja, ich hab's vergessen. Ich hab's einfach nicht gemacht, weil... Man weiß es nicht.
auch wenn ich das hier mache, es ist mit dem Helm fahren und dann mit sich selber reden oder sozusagen zu wem anders reden beim Helm, das ist nochmal eine andere Sache, als wenn ich mit der Kamera irgendwo stehe und quatsche oder was aufnehme. Das fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, obwohl das heutzutage ja eigentlich gar nichts Komisches mehr ist. Gefühlt jeder Zweite sitzt oder steht überall mit seinem Handy und nimmt auf oder was weiß ich. Ganz schön huckelig hier. Ich rede und so kleine Hucke kommen, das hört man einfach. Das ist heftig. Also das Mikrofon ist schon sehr gut von der Aufnahmequalität. Hier, das könnte ich mal gegenschneiden, wenn ich die Datei noch finde. Wenn ich es nicht vergesse, schneide ich jetzt. Das alte Video, den Teil, wo ich hier lang gefahren bin, dann habt ihr mal den Vergleich 1:1. Oder, wenn ich ganz schlau bin, mache ich die eine Hälfte jetzt und die andere Hälfte früher. Also vor ein paar Monaten, wie das auch so. Boah, das sieht einfach aus wie ein anderer Ort. Es ist, aber es ist einfach, also hier ist eine, das ist krass, wie viel das ausmacht. Die, ja doch, die Bepflanzung, wie viel die ausmacht, ob die blüht oder nicht blüht. Das ist so ein Unterschied, das sieht so heftig aus. Also hier links war alles kahl damals, glaube ich. Ich glaube, das habe ich sogar gar nicht im Video gelassen. Alter, das sieht ja so krass aus. Warum fährt er denn so langsam? Alter, der schläft ja fast ein. Ja gut, man hat natürlich im Kreisel auch mit dem Motorrad, glaube ich, ein bisschen mehr den Vorteil, dass du eine höhere Kurvengeschwindigkeit haben kannst. Zu schnell durch eine Kurve fahren ist mit dem Auto, glaube ich, kritischer als mit einem Motorrad. Also jetzt nicht zu schnell im Sinne von, man baut einen Unfall, sondern in dem Sinne von, oh, ich glaube, ich bin etwas zu schnell in die Kurve gefahren, ich muss korrigieren, Fall. Es ist immer gut, wenn ihr Motorrad fahrt zum Beispiel, also es ist einfach nur ein Ratschlag von mir, es ist unvorteilhaft, immer 100% zu geben auf dem Motorrad. Ist so. Wenn ihr Sport macht, wenn ihr euch für was begeistert, dann macht da 120%, 130%, auch im Sport. Alles, was ihr reinballern könnt, ballert da rein. Das ist wunderschön. Ich weiß nicht, warum ich immer dieses Bedürfnis habe, aber ich habe das ja schon in einem meiner letzten Videos erwähnt. Ich bin gerne ein gutes Vorbild und ich weiß selber, wie es war mit 16, als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren. Mir ist nichts passiert, nichts Schlimmes. Ich hatte 2 kleine Unfälle, Anfängerunfälle.